Kostic für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 1999 tönte Josef Fischer mit seiner Luftwaffe ein zweites Auschwitz, um die serbische SS zu stoppen. Vor 20.000 Tonnen Bomben und Uranmunition mussten die Menschen in Belgrad in denselben Luftschutzkellern kauern wie einst vor Hitlers Luftwaffe. Die Bilanz des mittlerweile 22 Jahre andauernden Militäreinsatzes, begonnen durch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von der damaligen rosa-grünen Regierung und der NATO, ist ein künstlich geschaffener Staat Kosovo mit dem Bruch der Resolution 1244 der Vereinten Nationen, die die Souveränität und territoriale Unversehrtheit Jugoslawiens garantierte. Es gibt keine nennenswerte eigene Industrie, aber dafür fast 47% Jugendarbeitslosigkeit, und Kosovo ist Hochburg von IS-Terroristen mitten in Europa. Offiziell notiert die Webseite des Auswärtigen Amtes, Zitat: Organisierte Kriminalität ist weit verbreitet. Mehrere 100.000 illegale Schusswaffen befinden sich im Privatbesitz. Die Hemmschwelle, zu deren Einsatz ist vergleichsweise niedrig, richtet sich jedoch in aller Regel nicht gegen Ausländer. Meine Damen und Herren, wie bitte bringen Sie solche Zustände mit dem sicheren Umfeld zusammen, das Sie seit über 2 Jahrzehnten als Begründung für dieses Mandat hier überhaupt angeben? Es ist noch schlimmer. Das Pulverfass Kosovo wird laut Medienberichten in Serbien auch noch mit deutschen Waffen weiter ausgerüstet. Und wir als Linke sagen ganz klar, das Kosovo gehört endlich konsequent entwaffnet. Der zurückgetretene Präsident Hasim Thaçi, ehemaliger UÇK-Anführer, bekannt unter dem Namen Die Schlange, wird vor Haager Gericht angeklagt, und das ist gut so. Er stand, Ihr Bündnispartner, schon im Bericht 2005 des Bundesnachrichtendienstes mit der Bezeichnung, Zitat, er kontrolliert im gesamten Kosovo ein aktives kriminelles Netzwerk. Laut Amnesty International wurden in der unmittelbaren Nachkriegszeit von den UÇK mindestens 800 Morde begangen. 2010 stellte der Europarat fest, dass führende UÇK-Mitglieder, allen voran Thaçi, neben Mord und Folter auch in Organhandel involviert waren. Und dahin schieben Sie bis heute auch noch tatsächlich besonders Menschen der Roma-Minderheit ab. Das ist wirklich kriminell. Meine Damen und Herren, die Verfolgung von Minderheiten, organisierte Kriminalität, Waffenschiebereien bis hin zur Ermordung von bekannten Politikern wie Oliver Ivanović sind im Kosovo nach 22 Jahren ihrer Sicherung durch den KFOR-Einsatz auf der Tagesordnung. Wir Linken lehnen diesen Einsatz ab. Das Wort hat der